Was macht man eigentlich, wenn etwas nur auf Kassette, das ist eine Kassette, oder auf CD rauskommt und diese auch noch unterwältigende Qualität bieten, nur Schnipsel enthalten, unvollständige Version oder gar inoffiziell sind. Zudem sowieso unzugänglich, weil ursprünglich erschienen, bevor es das Internet für alle gab oder man das selbst genutzt hat. Na? Richtig. Sich ärgern, weil man an das Zeug nicht rankommt und warten auf bessere Zeiten. Aber wem sagte 2022 eigentlich der Name King T noch etwas? Und warum das Vaterunser? Naja, also 24 Jahre für eine erste vollständige offizielle Veröffentlichung. Das ist mal eben über eine ausgewachsene Generation von Fans oder verpassten Fans, um genau zu sein. Worum es heute geht: King T's 5. Album Thy Kingdom Come steht diesmal auf dem Prüfstand, also auf dem Plattenteller, um genau zu sein. Der Name des Albums war ursprünglich schlicht The Kingdom Come, das zum Vaterunser. Ich selbst habe sozusagen keine wirkliche Geschichte mit diesem Ding. Es sollte eigentlich im Jahre 1998 auf dem noch jungen Label Aftermath Entertainment von und unter der Ägide von Dr. Dre rauskommen, wurde aber kurzfristig zurückgezogen. Über die wahren Gründe ranken Spekulationen. War Dr. Dre mit dem Projekt letztlich nicht zufrieden, verschoben sich die Prioritäten auf andere Projekte, insbesondere auf eine gewisse Slim Shady LP und später Dre's eigene 2001 Veröffentlichung. Gab es einfach interne Labelentscheidungen? Ich glaube, da spielte so einiges zusammen. Letztlich ist es, wie es ist. Es mag nur sein, dass eine ganze Karriere dadurch einen echten Knick bekommen hat. Tja, was soll man sagen? King T war danach immerhin immer wieder gern geladener und gesehener Gast auf diversen Stücken diverser Künstler, vor allem natürlich der Westküste und noch spezieller der sogenannten Liquid Crew um die Alcoholics und E-Swift, die er ja genau genommen gegründet bzw. erst in den Fokus gerückt hatte. 2012 gab es dann noch ein Mixtape von ihm, was ich persönlich vielleicht in Ausschnitten unbewusst gehört habe, aber noch nicht zur Gänze. Abgesehen davon geriet der Mann in meiner Wahrnehmung aber immer weiter in Vergessenheit und wurde eher zu einem Relikt, einer Institution für Kenner und einem eher stillen Zeugen des Aufstiegs des West Coast Gangster Raps, King T. Der Name steht heute zumeist im Schatten anderer West Coast Größen. Wenn von Los Angeles Rap der 80er Jahre, Anfang der 90er die Rede ist, fallen meist sofort Namen wie eben Dr. Dre, Ice Cube, Snoop Doggy Dogg, wie er damals noch hieß, zeitweise Snoop Dogg, oder DJ Quick für die noch etwas genauer Bewanderteren. Gehen wir mal zurück, wir schreiben das Jahr 1994. Die West Coast dominierte den Markt, was vor allem an Death Row Records lag. Snoop Doggy Dogg, Warren G, das Murder Was the Case Projekt, Above the Law und natürlich Tupac.
seit The Chronic 2 Jahre zuvor die Szene quasi auf links gedreht hatte, war insbesondere der sogenannte G-Gangster Funk überall. Fette Basslines, Synthesizer, lässige, aber auch harte Beats. Und mitten in dieser Phase veröffentlichte King T sein 4. Studioalbum. Unbeeindruckt vom vorherrschenden Sound und geradezu frischen Wind bringend, mit speziellem Humor, Straßenbezug und einem sehr markanten, aber auch entspannten Flowgefühl. Mit Thy Kingdom Come wollte er dann den nächsten Schritt machen. Ernsthafter, härter und dunkler. Insofern klingt das ziemlich spannend für mich bis jetzt und es wird Zeit, dass ich hier endlich mal eintauche. Ich begebe mich also auf die Reise in dieses lange Zeit als sozusagen verlorenes Album betrachtete Thy Kingdom Come. Der zweite Teil folgt gleich. Ich bin dann auf jeden Fall eine Erfahrung reicher und hoffe, das Album hält, was es bis hierher verspricht. Soweit. Bleibt dran. Ja, das war's nun. Thy Kingdom Come. 1998/2022. Erste Begegnung. Mein spontaner Eindruck, wie immer. Also, verlorenes Meisterwerk, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Aber Schritt für Schritt. Nach einem Intro mit Ice-T geht's los. Speak on It ist solider, typischer West Coast Sound. Mit Got It Locked wird es dann regelrecht funky, sehr energisch mit einem cleveren Beat und im Chorus intoniert Dr. Dre keinen geringeren als Rakim von der Ostküste. Stay Down nimmt dann wieder Tempo raus. Squeeze Your Balls, toller Titel übrigens, ist der erste Höhepunkt des Albums, produziert von DJ Battlecat mit Hot Sex Sample von A Tribe Called Quest, auch Ostküste übrigens. Der gefeaturete Baby S klingt ein bisschen nach Snoop Dogg, insgesamt ist das genau der wippende King T Sound, den ich schätze. Mit Money folgt dann die erste ausgewiesene Dr. Dre Produktion des Albums. Sie klingt wie Dr. Dre Mitte der 90er eben Beats zusammengebaut hat, mit Tempo, räumlich, deep in der Gestaltung und weitgreifend im Sound. Er hat sich hier auch am Mikrofon betätigt, genau wie Dawn Robinson von En Vogue. The Crown kommt dann erstaunlich schmucklos und geradeaus, auffällig unkommerziell und man ahnt hier, warum sowas nicht zum Pushen eines, wie erwähnt, noch jungen Labels taugt, beziehungsweise taugte, an das sicherlich hohe Erwartungen geknüpft waren. King T rappt hier selbst und selbstbewusst etwas von Low-Key, was es sehr gut trifft und beschreibt. Big Boys featured dann Too Short auf einer etwas aus dem Rahmen fallenden Ant Banks Produktion. Let's Make AV als nächstes auf einem The Spinners Riff geht dann noch einen Schritt weiter. Der bereits erwähnte DJ Quick hat das Stück produziert. Als Feature ist Kid Frost dabei, der nochmal einen eigenen Stil mit einbringt, sowie der Soulsänger L.D. Barge. Ein etwas seltsames Stück für meinen Geschmack, nicht schlecht, aber eben auch kein Glanzstück. In the Game, It's Rough ist dann eine weitere DJ Battlecat Produktion. Es kommt hier als neue Zutat eine Talkbox zum Einsatz, überraschend soft. Naja, Ernüchterung macht sich inzwischen ein bisschen breit. Das Album
schwächelt inzwischen leider deutlich, gerade im Angesicht der starken Anfänge. Aber das war gerade die erste Hälfte. Die zweite startet dann wieder knackiger mit That's Drama. Als Produzent wird hier Chris The Glove Taylor angegeben. Seit den frühen 80ern aktiver DJ und Produzent aus Los Angeles. Unter anderem mit Ice-T zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Real Raw hat dann wieder den Dr. Dre Stempel, wieder im unteren Mittempo, top produziert. Als Feature ist ein Mann namens Killer Ban dabei. Schöner Künstlername. Das Album fängt sich wieder bei 2Gs from Compton, It's Where You're From. Mein Gott, was für lange Titel immer. Auf einem Groove der Fatback Band ist dann der Querverweis zu NWA mit einem Feature von MC Ren. Shake the Spot steigt mal eben mit einem California Love Zitat ein. Der Hit, der Dre und den dazumal, also 1998, inzwischen toten Tupac nochmal so richtig nach vorn pushte seinerzeit, überraschte mich hier total mit einem Shaquille O'Neal als Gast. 6 in the Morning geht weiter, kombiniert erneut Dr. Dre an den Reglern mit Dawn Robinson für den Soul. Eingebettet sind zwei schöne Biggie-Samples, also Notorious B.I.G., nochmal East Coast sozusagen. Ich muss zugeben, dass ich an dem Punkt schon relativ angesättigt war. Dann kommt aber noch Seite D. Nochmal Dr. Dre, diesmal mit ausladendem Bobby Womack Sample, aufgefüllt mit Crystal und Dre selbst am Mikrofon. Es folgt Big Ballin', Playin' to Win, weist erneut Dre aus, typischer Beat, typische Bassline und diese klingenden Synthesizer, die manchmal etwas von Glocken haben. Ja, genau, sowas. Schicker Sound. Der Hook, den RC beisteuert, ist übrigens nebenbei erwähnt eine Interpolation von Miss You von den Rolling Stones. Where's T hat wieder doppelt Dr. Dre im Gepäck. Nothing Has Changed bringt ein bekanntes Parliament-Sample und neben Trey D von den Eastsiders tatsächlich noch jemand von der East Coast, nämlich Kool G Rap, der hier voll abliefert. Und nach dem Okayn, The Original, schließt das Album dann. Das Besondere, was sofort auffällt und sich auch durch die 87 Minuten Laufzeit zieht, King T klingt hier unglaublich souverän und abgeklärt. Er war dazu mal gerade 30 Jahre alt, wohlgemerkt. Kein hektischer Flow, kein unnötiges Geschrei, sondern pure Coolness und fast trockene Attitüde. Er rappt mit einer Selbstverständlichkeit, als müsse er niemandem mehr etwas beweisen. Was durchaus stimmt. Das wirkt reif, konzentriert und sehr authentisch. Das Problem ist dann auch nicht er oder sein Stil, sondern was mitunter etwas kraftlos und beliebig wirkt, ist die musikalische Produktion. Auch etwas mehr Dreck und kantige Abwechslung hätte durchaus keinen Schaden angerichtet, um es mal diplomatisch zu formulieren. Es kann und muss auch nicht nur Höhepunkte geben, aber erstens hätte ich locker auf 3-4 Nummern hier verzichten können und zweitens, gerade bei so einer doch hohen Laufzeit fällt es umso mehr auf, wenn die Energie abfällt. Nun kann man sagen, mehr Material fürs gleiche Geld, was als Aussage durchaus nachvollziehbar ist. So kann man rangehen, aber dann könnte ein Künstler ja auch 3 oder 4 Stunden Material bieten und so ein Riesenwerk vorlegen und dann einfach sagen, hier habt ihr das Zeug, pickt euch raus, was euch gefällt, irgendwas wird schon dabei sein. Das, muss ich sagen, ist nicht ganz mein Verständnis von Kunst. Die liegt nämlich für mich in der Verknappung, in der Pointierung und nicht
preislos in der Masse, nach dem Motto, mehr ist mehr. Aber das bin nur ich. Tee kommt immerhin selbstbewusst und erstaunlich trocken. Er wirkt mühelos und angenehm unprotzig in der Stimme. Vielleicht fehlte einfach sowas wie ein echter Burner, ein Volltreffer außerhalb des soliden Gesamtbilds. Vielleicht war King T doch zu unhungrig. Hört man sich etwa den Kool G Rap-Beitrag im Vergleich an. King T's Einfluss als Künstler und Mastermind ist jedenfalls unbestritten. Mein Fazit: Für mich ist Thy Kingdom Come ein solides, aber im Detail auch etwas durchwachsenes Album. Womöglich hätte es 1998 anders und eindringlicher sowohl auf mich als auch im Genre gewirkt, aber das kann man halt nur vermuten. So ist es sicher kein Alltime-Klassiker, aber immerhin ein durchweg wertiges und wertig produziertes, atmosphärisches Mid-End-90er West Coast Album. Ich gebe dem Ding eine glatte 7. Die Pressung meiner belgischen Wiederveröffentlichung kann sich sehr gut hören lassen, kann man haben, vor allem wenn man King T und den Westküstenstil jener Zeit schätzt. Schreib mir in die Kommentare, wie gefällt dir das Album? Kanntest du King T vorher überhaupt? Ist King T für dich ein unterschätzter West Coast Veteran? Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und abonniere den Kanal. Das kostet nichts und du verpasst in Zukunft keins meiner kommenden Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage wie immer, Liebe geht raus und bis bald.